Alexandra, frage die Karte, zeige mir einen Weg. Hallo zusammen, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr hattet alle einen wunderschönen Sonntag. Hier war das Wetter schön. Wir gucken jetzt mal, welche Energien im Hier und Jetzt verfügbar sind für uns, was die Karten uns für eine Botschaft mitgeben wollen. Und ich bin gespannt. Ich blende euch hier oben nochmal die Sternzeichenlegungen ein. Und jetzt gucken wir mal. Ja, Belastungen, Herausforderungen, Umbrüche. Anfang und Ende. Veränderungen in Situationen, die schwierig sind oder waren. Eigentlich sind es hier diese Komplettumbrüche, ne? Etwas, was zu Ende geht, fängt hier neu an, hat einen positiven Aspekt hier mit dabei. Die Störche bringen gute Veränderungen. Allerdings ist es hier auch so ein Weg, wo einem sehr viel klar wird, wo man vielleicht sich auch noch viel fragt, in welche Richtung man gehen soll, welche Optionen man nutzen soll. Wenn Veränderungen dran sind, weiß man ja immer nicht so richtig. Ne? Man zweifelt, man hinterfragt, man zieht Bilanz. Im Prinzip hat man hier schon so ein bisschen eine Situation, wo man auf einen guten Grund bauen kann. Ne? Hier liegen im Unterbewusstsein diese Themen, wo wir schon ein Fundament haben, wo wir uns was aufgebaut haben, Sachen, auf die wir immer bauen können. Und gerade da, wenn dann die Veränderung kommt, bringt sie oftmals auch Sachen mit, die wir nicht kennen so oder wo wir eben die Richtung noch nicht richtig spüren. Das können hier Umbrüche sein tatsächlich, die einen Konflikt mitbringen. Einen Konflikt, den wir mit dem Umfeld haben. Ne? Da der Sarg in der Mitte hier im Prinzip alles beendet, was unangenehm ist und hier der Storch für die positive Veränderung sorgt, geht es hier schon um Dinge, die uns am Herzen liegen, Dinge, die Klarheit benötigen. Das Umfeld hat eine große Wirkung. Konflikte, die man so nicht hätte, wenn nur das Umfeld nicht wäre. Ne? Man hat hier so diese Befürchtung, etwas ginge nie zu Ende, etwas gibt keine Ruhe, etwas dreht sich ständig im Kreis. Man wünscht sich eine verbindliche Lösung. Ja, war mir fast klar. Und ich habe mal wieder das Schicksalskreuz. Unten haben wir die Sonne, das ist gut. Den Reiter. Also, hier hat man tatsächlich eine karmische Situation. Und wir haben auf die längere Zeit, auch meinte ich mit die Konflikte kommen von außen, irgendwie so diese Einflüsse, dass irgendwas im Leben in eine andere Bahn gelenkt werden soll. Das betrifft hier die Liebe, die Beziehungen, das Umfeld, unser eigenes Vorankommen, die ganze Lebensreise im Prinzip. Irgendwie kommt mir das so vor, als wären wir an einer Haltestelle ausgestiegen und warten auf den nächsten Zug oder auf den nächsten Bus. Und der bringt uns dann irgendwie in eine ganz andere Richtung. Es ist so, dass wir vielleicht deshalb hier Zweifel haben, weil wir denken, die Haltestelle, die bringt uns in die Position, wo wir nichts tun können. Das liegt hier nicht so. Wir sind hier schon in Fahrt. Wir können auch an etwas anknüpfen, wo wir in der Vergangenheit schon mal gut drüber weggekommen sind.
wenn das Schicksal mitspricht, dann ist es immer sehr schwierig für uns, dass wir nichts kontrollieren können oder dass wir nicht diese Situation haben, wo wir sagen, ich entscheide mich für dies und das. Du musst dich hier mit dem Außen mitdrehen oder dich anpassen. Aber es geht eben darum, dass ich hier etwas, wir haben hier die Transformation, hier die Störche, etwas, ich denke eher aus einer ungünstigen, schwierigen Situation raus in eine bessere dreht und dass uns das zweifeln lässt, in welche Richtung das geht, kommt eher davon, dass noch nicht so richtig greifbar ist. Ja? Hier dient alles dem persönlichen Wachstum und die Transformation soll auch darin sein. Wir haben unten die Sonne, die überstrahlt das ganze Blatt, dass wir hier aus den Vollen schöpfen können, ne? Dass wir etwas erschaffen haben auf unserem Weg durch viele Erfahrungen, durch Dinge, die sich uns gezeigt haben, die auch wieder positive Wenden kriegen können oder eben transformiert werden in andere Bahnen sozusagen. Wenn hier der Schmetterling kommt, ne, zu einer Legung, wo in der Mitte die Störche liegen, da kannst du nichts aufhalten, ne? Sondern da durchläuft man schon einen Prozess. Es geht so richtig um viele Glaubensmuster, um Ansichten, die man im Leben hat, um Dinge, die man auch bezweifelt. Das heißt, man überlegt, welche Ansicht hatte ich denn früher, welche habe ich jetzt, wo piekt es mich immer noch und wo nicht, ne? Wo bin ich schon drüber. Irgendwie kommt es einem auch so vor, als es wäre alles noch ein bisschen trüb drumherum, was aber als ganz normal auch ist, wenn sich Dinge verändern. Deshalb haben wir hier auch den Fuchs auf der bewussten Ebene. Dann mag sich das so anfühlen, als ja, verliert man irgendetwas. Man ist im Prozess der Verwandlung nicht immer ganz im Klaren, wo die Reise jetzt hingeht. Wir haben aber die Sterne in unserem eigenen Haus. Ja? Und es kann hier ganz schön aufreibend sein oder auch viel. Trotzdem ist hier die Erneuerung zugange. Ne? Man soll sich entspannen, sich in Veränderungen hineintragen lassen. Alles wandelt sich. Die Vergangenheit liegt hinter uns. Wir können sie nicht mehr beeinflussen. Hier können sehr schnelle Prozesse sein. Ne? Die Pilze bringen hier schnelles Wachstum mit. Und in der nächsten Zeit auch wahrscheinlich viel Action. Aber es ist ja einfach so, dass etwas, das so nicht greifbar war, das haben wir ja hier in der Mitte, ne, das sich verneint hat, das aber trotzdem irgendwo an die Oberfläche jetzt kommen will, sich zeigt. Und man kommt hier schön in diese Wachstumsphasen rein, auf der an sich auch die Reise, an die Haltestellen sozusagen interessant sind und nicht nur das Ziel. Und hier kriegen wir halt auch gesagt, dass die Fahrt, die wir hier angehen, tatsächlich auch wild werden kann. Also wenn etwas rasant anfängt oder die Sachen sehr schnell gehen, dann hat man oft auch das Gefühl, dass man selber nicht mitkommt oder hinterherhängt. Aber die Pilze sind ja nicht umsonst die Pilze, denn die sind Überlebenskünstler. Ja? Okay, gucken wir ein bisschen weiter. Was haben wir hier für ein Krafttier dabei? Guckt euch das mal an. Der Marienkäfer mit dem Glück. Ein Glücksbote landet in deinem Leben. Verbinde dich mit dem Marienkäfer. Hier geht es auch sehr viel um geistige Führung.
Und mit dem Marienkäfer kriegen wir hier tatsächlich neue Chancen, glückliche Wenden, mehr positive Energie, eine bessere Grundhaltung auch für die Dinge im Leben. Das kennt ihr doch bestimmt alle, wenn man früher so einen Käfer gesehen hat oder gefunden. Manchmal sind die auch auf einen draufgeflogen. Dann hat man das als Kind schon als Glück empfunden. Und so soll es hier auch sein, ne? Hier bringt der Marienkäfer einfach auch die Botschaft, die geistige Welt ist mit dir. Du musst das alles nicht alleine machen. Bleibe dir und deinen Herzensempfindungen treu. Besinn dich auf dein inneres Kind, auf das Unschuldige auch. Ne? Du hast hier in deinem inneren Garten alles, was du brauchst sozusagen. Werde dir dieser Schönheit gewiss. Und jetzt kommt eben eine ganz zentrale Botschaft, an der ich schon lange übe. Das Schicksal meint es gut mit dir, auch wenn man das nicht immer so empfindet, weil es auch oftmals schwierig ist, Transformation anzunehmen. Und diese Illusion, dass das Glück von anderen oder vom Außen abhängt. Hier kommt im Außen der Konflikt mit, ne? Also dieses, mit wem steht und fällt meine Welt oder mit was, das wird hier transformiert. Man lernt einfach besser, dass je positiver wir innerlich ausgerichtet sind und unser eigenes Glück definieren, desto mehr können wir auch für die Dinge stehen. Ne? Wir haben hier im Unterbewusstsein schon das gute Fundament, auf das wir bauen. Die Einstellung dazu, was macht mich glücklich oder was muss geschehen, um dass ich glücklicher werde, heißt für mich immer auch, da ist irgendwo Unzufriedenheit. Ne? Irgendwas reicht einfach nicht. Wir dürfen hier auch so ein bisschen neue Räume beschreiten oder ungewöhnliche Wege gehen. Sachen, die man sich vorher nicht vorgestellt hat, mal ausprobieren. Und eben diese schicksalshaften Chancen tatsächlich auch als Chance ansehen. Also im Prinzip könnte die Legung heißen, bereite dich vor auf dein eigenes Glück und die Sonne, der Marienkäfer, ne, das Schicksal wirft uns hier in Herzensangelegenheiten gute Dinge vor die Füße. Jetzt im Prinzip ist es halt so, was machen wir draus, ne? Ich würde hier ganz gerne noch eine Rune dazu haben. Welche Rune möchte hier noch mit? Ja, die eigene Verantwortung. Ne? Hier wird ja schon gesagt, was macht Glück, was ist Glück für dich? Wo kannst du sagen, ich bin auch für mein eigenes Glück verantwortlich? Und hier kommt einfach die richtige Aktion zur richtigen Zeit. Die Karte hat hier in der Mitte das Rad drauf, ja, also hier. Etwas braucht Bewegung, etwas macht sich auf den Weg. Es geht auch darum, dass man den eigenen Rhythmus oder hier auch diese Kreisläufe im Leben wahrnimmt, in die man eingebunden ist. Und das Rad steht auch einfach für Reisen oder sich auf den Weg machen. Ne? Körperliche und geistige Bewegung. Und das ist hier so diese Lebensreise, die angezeigt wird, auf der wir eben immer auch in Bewegung sind und wo wir uns auch entwickeln. Man bewegt sich vorwärts und man kriegt Erkenntnisse, durch die man sich eben weiterentwickelt. Ja, hier geht es auch darum, dass man Verantwortung für seine Taten übernimmt. Und
die Richtung, ne? Ich habe so dieses Gefühl, da sind ja so viele Zweifel. Die Richtung liegt darin, dass wir eben unser eigenes Glückes Schmied sind und dass wir Verantwortung übernehmen und Lehren aus unseren Taten ziehen. Und es ist so eine Situation, wo man sich vielleicht auch geprüft fühlt. Und man darf sich überlegen, was zu tun oder zu lassen ist und sich dann auf den Weg machen. Man muss sich überlegen, was man für richtig hält. Das habe ich hier, ne? Das wirft hier noch Zweifel auf, aber es geht darum, ein Wissen, das man hat, ein Fundament, Erfahrungen, die man bereits gemacht hat, auf seine eigene Reise eben auch wieder ins Glück zu beamen. Ich nehme mal noch eine und dann lassen wir das so stehen. Es kann ja auch eine Transformation in diese Richtung sein, wo man denkt, ich habe die Zügel für etwas nicht in der Hand. Und man nimmt hier wieder Richtung auf und spürt hier, was zu tun oder zu lassen ist. Ne? Ja, brauche ich, glaube ich, nicht mehr so viel dazu sagen. Die Sternengreiferin. Eine große Chance ergreifen, eine große Chance, die hier liegt, einem Ziel näher sein, sich einen Traum erfüllen können, ein großes Erstaunen auch irgendwo, dass für einen das möglich ist und möglicherweise hat man hier auch Spaß oder Glück dran, wenn man für jemand anderes die Sterne vom Himmel holt. Jedenfalls ein schönes Endergebnis, ne? Hier dürfen wir noch staunen. Ja, ihr Lieben, ich glaube, wir lassen das einfach mal so stehen. Ich drücke euch und wir hören uns am Dienstag wieder. Einen schönen Sonntag noch. Bis bald.